Und nun zurück nach Deutschland. Wir haben das am Anfang der Sendung schon mal Ja, mit kurz einer als Einmeldung, Einmeldung ja. vermeldet. Genau, Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat das Kompakt-Magazin und die dazugehörige Videoproduktionsfirma Conspect Film GmbH verboten. Der Verfassungsschutz hatte das Blatt als gesichert rechtsextrem eingestuft. Ja, und heute Morgen kam es daher auch in Brandenburg, Hessen, Sachsen und Sachsen-Anhalt zu Hausdurchsuchungen wegen der Ermittlungen nach dem Vereinsgesetz, wegen der Verstöße. Kompakt gilt als wichtigstes Sprachrohr der rechtsextremistischen Szene. Zuletzt hatten Mitarbeiter des Blattes zum Sturz des Regimes aufgerufen. Und Lennart Fahler aus der Investigativredaktion ist bei uns. Lennart, einen schönen guten Morgen Guten zu dieser Morgen, frühen Lennart. Stunde. Also eine große Razzia hat es gegeben, verschiedene Bundesländer dabei betroffen. Dass es nun also das Kompakt-Magazin getroffen hat, kommt das überraschend? Also ich würde schon sagen, dass da mit Sicherheit nicht jeder mit gerechnet hat. Das ist natürlich ein spektakulärer Schritt, auch ein nicht ganz unkritischer Schritt, ein Medienhaus quasi zu verbieten. Da geht Nancy Faeser sicherlich auch ein gewisses Risiko ein. Aus den Sicherheitsbehörden haben wir auch gehört, dass es sich hier um eine sehr erfolgskritische Maßnahme handelt. Also da steht relativ viel auf dem Spiel, weil man kann sich vorstellen, dass das eben in der rechtsextremen Szene auch genutzt werden wird, um gegen das BMI, gegen den Verfassungsschutz zu mobilisieren. Aber offenbar kann man beim BMI zu der Einschätzung, dass dieses Kompakt-Magazin eben so schwerwiegend gegen unsere verfassungsgemäße Ordnung agitiert, dass man es jetzt verbieten sollte. Was ist Kompakt eigentlich für ein Magazin? Man spricht immer von einem rechtsextremistischen Sprachrohr, aber was genau wird da veröffentlicht? Also Kompakt gibt es seit 2010, wurde von Jürgen Elsässer mitgegründet, der auch als Chefredakteur bis zuletzt auftrat. Elsässer kommt ja klassisch aus der linksradikalen Szene eigentlich, hat so ziemlich für jedes linksradikale Blatt geschrieben, was es in Deutschland gibt. Hat dann aber so Mitte der 2000er Jahre eine rasante Wendung hingenommen, in die rechte Szene. Und wurde da auch immer aggressiver zuletzt. Also auf dem ersten Kompakt-Magazin 2010 war zum Beispiel noch Thilo Sarrazin zu sehen, der damals schon sein Buch Deutschland schafft sich ab veröffentlicht hatte. Also da ging es schon so in die rechte Richtung, aber erst zuletzt wurde es dann wirklich richtig aggressiv, sage ich mal. Elsässer hat immer wieder auch rassistische und antisemitische Stereotype bedient, hat eben auch zum Sturz des Regimes offen aufgerufen, hat zum Beispiel gesagt, dass er sich Björn Höcke, den AfD-Chef in Thüringen, als Reichskanzler wünschen würde, hat irgendwie schwadroniert von deutsch-russischen Bataillonen, die zusammen gegen Polen kämpfen sollten. Also es wurde dann wirklich auch kämpferisch am Ende. Nun müssen wir vielleicht auch die Größenordnung mal einordnen. Denn ich meine, dieses Magazin, das kennt vielleicht der eine oder andere auch nicht, aber die sind eben ja auch sehr aktiv in Social Media, haben diese Videoproduktionsfirma. Wie viele Leute erreichen die denn? Also zur Corona-Hochzeit hat Kompakt selber davon gesprochen, dass man 80.000 Magazine verkauft hat monatlich. Das ist schon eine Hausnummer, würde ich sagen. Mittlerweile geht man eher von 40.000 aus. Aber es gibt eben diese Social-Media-Kanäle, die jetzt auch von dem Verbot betroffen sind. Videokanäle, Telegram, die komplette Bandbreite. Und insgesamt, sagt Elsässer selber, würde man 1 Million Menschen erreichen. Also es ist schon ein sehr reichweitenstarkes Medium und eben auch ein sehr boulevardeskes Medium. Also das ist anders als jetzt andere Agitatoren der neuen rechten Szene, die ja eher akademisch unterwegs sind. Götz Kubitschek zum Beispiel. Elsässer, der hat schon verstanden, ein rechtsextremes Boulevardblatt zu machen. Lennart, danke für all diese aktuellen Erklärungen. Und natürlich werden wir weiter über dieses Thema berichten. Das rechtsextreme Magazin Kompakt ist von der Ministerin Faeser verboten worden. Danke, dass du so früh zu uns ins Studio gekommen bist. Vielen Dank euch. Danke dir.